Ja, moin Leute, wir sind mal wieder unterwegs und machen einen Overnighter. Moin. Ist jetzt Mai, ziemlich gutes Wetter. Nachts könnte es aber irgendwie, auf jeden Fall, wird es wahrscheinlich einstellig werden. Und wir wollen heute polnische Zeltbahn und NVA-Zeltbahn wie im vorigen Video schon zusammen aufbauen und dann auch da drin übernachten. Und gehen jetzt zu einem Platz, den wir schon kennen. Müssen wir auch nicht so weit laufen. Und genau, wenn ihr Lust habt, schaut zu. Als wir das letzte Mal hier waren, war es Winter, jetzt ist es Sommer und es ist gar nicht so leicht, die Stelle wiederzufinden. Ja, auf jeden Fall gerade auf der Suche. Gerade hier so schöne gelbe, weiße Blumen entdeckt. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ja, wir haben es gefunden. Gleich da. Sieht irgendwie im Sommer echt anders aus als im Winter. Alles viel grüner. Richtig cool. Und wir kommen auch von der anderen Seite, glaube ich. Ja. Genau, hier ist so eine Seitenwand, die wir gebaut hatten. Das sind die Überreste von der Bank. Ja, mittlerweile sind wir auch schon schwer am Werken. Und zwar wollten wir uns jetzt eine Bank bauen, beziehungsweise eigentlich zwei Bänke, für jeden von uns eine. Die eine seht ihr hier schon. Da habe ich jetzt nicht gefilmt. Hier ist sie. Wir hatten halt Glück, weil Holzarbeiter haben hier so ein bisschen Holz liegen lassen, das eine relativ ebene Fläche hatte, sodass es sich als Bank irgendwie anbietet. Bringen wir natürlich morgen wieder zurück dahin, aber heute können wir das mal benutzen. Hier haben wir einfach zwei Stöcker in die Erde gehauen und auf beiden Seiten, der Seite kann man es vielleicht besser sehen, dazwischen Holzstämme gestapelt und oben drüber die ebenen Holzscheite gelegt. Hier vorne kommt gleich noch eine Bank hin, da können wir euch auch mal ein bisschen den Prozess zeigen. Herr Lotte freut sich gerade, weil sie einen Knochen hat. Und wir freuen uns, weil wir jetzt mit der zweiten Bank beginnen. Und zwar haben wir schon mal angefangen. An den Endteilen haben wir jeweils 4 Stöcker in den Boden geschlagen. Dazwischen kommen dann Stämme. So sieht das dann aus. Und auf die Stämme kommt dann später die Sitzfläche. Die haben wir hier schon liegen. Einige ist auch echt ein bisschen klein. Mal gucken, ob das reicht. Der hier ist nicht so frisch und wackelt auch ziemlich. Eine Seitenwand steht, fehlt noch die andere. Rudi, hast du hier mit der Schnur gespielt? Oder? Wir haben das nicht mitgekriegt. Nee, habe ich nicht gemerkt. Ich auch nicht. Ja, Bank ist fast fertig. Fixieren wir das noch ein bisschen mit einem Band. Und dann können wir da abends gemütlich am Feuer sitzen. Dann ist der erste Schritt vom Camp schon mal fertig. Ja. Wir können ruhig meins sehen, weil das eh gerade lose ist hier alles. Oder ich gebe es irgendwo mal. So. Ja. Muss ich das nicht wieder auftüdeln. Ja. Sieht gemütlich aus. So, Bänke stehen, jetzt gibt es erstmal einen Kaffee. Ist
auch mal sein. Prost, ne? Das erste Mal, dass wir los sind und das Wetter gut ist eigentlich. Ja. Sonst ist immer Frost und Regen und hat auch was, finde ich. Auch irgendwie. Wir waren ja auch immer nur cool. sonst Ja. entweder so Spätherbst oder Frühjahr irgendwie unterwegs. So im Sommer war. Lageraufbau Teil 2. Die Kombination kennt ihr ja schon aus meinem vorherigen Video. Sie besteht aus einer kompletten polnischen Zeltbahn und 2 NVA-Zeltbahnen, die wir zusammengeknüpft haben. Sieht man, glaube ich, auch ganz gut. Hier links ist eine polnische Zeltbahn, hier ebenfalls. Und von der anderen Seite sieht man es vielleicht besser. Haben wir hier einmal eine NVA-Zeltbahn und die zweite liegt hier noch drüber. Die kommt dann heute Nacht auf diese Seite und genau, dann haben wir richtig viel Platz da drin. Lagerfeuer kommt dahinter unsere Bänke. Was wir noch machen, es kann sein, dass es heute Nacht regnet. Eigentlich sind die polnische Zeltbahn und die NVA-Zeltbahn ja wasserdicht. Das Material saugt sich ja voll und quillt dann auf und ist dadurch wasserdicht. Durch diese viele Rumgeknüpfe sind wir uns da nicht ganz so sicher und werden einfach vorsichtshalber noch ein Tarp oben drüber spannen. Ja, soweit erstmal. So sieht es jetzt von innen aus. Auf dem Boden haben wir so eine Bodenplanen gemacht, 2 Stück. Jeweils, ja, ich schlafe dann da in der Ecke. Habe natürlich auch 2 Schlafsäcke mit, einen für mich, einen, auf den sich die Hunde legen können. Hier steht Sebastian, der baut sein Schlaf-Setup später noch auf. Ja. Mal gucken, was machen wir jetzt? Tarp, wir wollten noch ein Tarp, genau. Ja, Tarp wollen wir noch spannen. Darüber spannen und dann geht später dann auch vielleicht schon los mit Feuerholz. Ja, bisschen schnitzen, aber es ist noch früh, wir haben noch viel Tageslicht. Ja. 3. Und so sieht dann alles mit Tarp aus. Schön regendicht. Geht da auch fast rüber. Zu den Seiten könnte ein bisschen was reinkommen. Aber selbst dann haben wir ja noch die polnische Zeltbahn, die da es regendicht hält. Und hier wird jetzt gerade die Feuerstelle vorbereitet. Dauert allerdings noch eine Weile, bis wir Feuer machen. Ist jetzt ungefähr 3 Uhr. Ja. Rudi hat sich da schon reingelegt auf die Schlafsäcke. Lotte liegt noch draußen. Zum Glück haben wir hier auch einige Steine gefunden, sodass wir die Feuerstelle richtig sicher machen können, sonst würden wir auch kein Feuer machen. Wir dachten, wir graben jetzt auch ein bisschen in die Tiefe, um von diesem losen Waldboden wegzukommen, der irgendwie auch ziemlich gut glimmen kann. Das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Ja, die Feuerstelle ist soweit fertig. Wir haben eine kleine Reflektorwand noch gebaut. Und jetzt ist Sebastian schon dabei, Feuerholz zu machen. Und sind wir bestimmt noch eine Weile bei. Die Feuerstelle ist jetzt errichtet und wir haben auch genügend Feuerholz für den kompletten Abend. Die Nacht kann also kommen. Bierchen haben wir auch schon getrunken. Und jetzt freuen wir uns schon aufs Kochen. Wir werden auf jeden Fall grillen, haben ein gutes Stück Fleisch dabei und ja, Feuer kann bald angemacht werden. Ja, weil wir noch ein bisschen Zeit haben, sind wir gerade noch so ein bisschen am Schnitzen. Sebastian ist an so einer Suppenkelle, sowas in der Art. Das Holz hatte schon ein bisschen so eine Form, deswegen bietet sich das an. Ich habe mich an so einem kleinen Löffel versucht. Ja, hat keine Vertiefung, ist vielleicht zum Umrühren, aber ja, ist ganz nett, ganz nettes kleines Projekt. Ich habe mir hier so ein Schnitzmesser irgendwie noch gekauft. Mit so einer kurzen Klinge. Funktioniert ganz gut.
Ja, noch ist es hell, aber wir haben schon mal unsere Grillsachen irgendwie bereitgelegt. Fangen wir hier an. Wir haben Kartoffeln, die wir in Alufolie einwickeln. Dann eigentlich das Wichtigste, sieht man nicht so gut in der Tüte, ist ein Riesenstück Fleisch. Was ist das? Schweinefilet. Schweinefilet. Dann haben wir hier nochmal mehr Fleisch. Das ist auch Schwein. Knoblauchbaguette, dann Maiskolben, eine Paprika, Champignons und noch 2 Bier für jeden. Wir warten jetzt noch mal so eine halbe Stunde ab und dann können wir das Feuer auch anmachen. Es ist jetzt ungefähr 8. Um 9 wird es dunkel, vielleicht kann man so 8:30 irgendwie schon anfangen. Ja, es ist noch nicht ganz dunkel, aber wir werden jetzt loslegen mit dem Feuer. Wir haben hier schon mal so einen Haufen errichtet. Wir haben ein kleines Stück Harz. Das haben wir hier gefunden. Beziehungsweise eigentlich hat Sebastian das auf einem früheren Trip gefunden. Und das versuchen wir jetzt anzuzünden. Dann haben wir da drüber Fichtenzweige, ein bisschen größere trockene Hölzer und ja. Also was man schon sagen kann, ist, dass das Harz irgendwie gut brennt. Das reicht ja schon wieder. Mal gucken, ob das bei dem Versuch klappt. Im ersten Versuch gleich angeht. Sieht aber ganz gut aus. Wir haben jetzt auch schon mächtig Hunger. Schön, wie sich das Feuer da so hoch frisst. Ja, das sieht doch gut aus. Sieht natürlich so aus, als wenn ich auf meiner Bank den Rauch abkriegen würde, aber mal gucken, lassen wir uns überraschen. Es ist relativ windstill heute Abend. Weil der Rauch dreht ja immer willkürlich in jede Richtung. Jetzt kriegt Sebastian ihn ab. Lotte hat sich gerade schon ins Zelt verzogen, die hat immer so ein bisschen Angst vor Feuer. Aber wenn die ihren Platz hat, wo sie sich verstecken kann und zurückziehen kann, dann geht das eigentlich auch. Jetzt kommt der Rauch zu mir rüber. Besser als wenn er aufs Zelt drauf zielt. Also ich würde sagen, das ist an, ne? Ja, das läuft. Vielleicht haben wir uns zu früh gefreut, mal gucken. Ja, so, der Plan ist, Kartoffeln, Champignons und die Paprika so am Rand in Alufolie zu grillen und das Fleisch ist hier in diesen Fischbrätern ganz am Rand. Soll so langsam vor sich hin garen, wird auch bestimmt noch eine Weile dauern. Kräuterbaguette liegt auf dem Stein, der noch kalt ist, aber sich hoffentlich erwärmt und dann so ein bisschen, keine Ahnung, backofenmäßig ist. Müssen wir halt in regelmäßigen Abständen umdrehen. Ja, das Fleisch ist fertig, ist jetzt schon die zweite Lage sogar, die irgendwie drauf liegt. Gab dazu irgendwie Kartoffeln, Paprika, Maiskolben. Ich glaube, die Paprika haben wir noch gar nicht gegessen, liegt hier noch irgendwo. Ja. Im Hintergrund hören wir das Feuerwerk vom Hafengeburtstag. Ja, wir werden jetzt noch irgendwie gemütlich am Feuer sitzen, noch einen Rotwein trinken, das Fleisch essen und dann geht's auch ins Bett und wir sehen uns dann morgen früh. Moin Leute, wir haben die Nacht gut überstanden. Da hinten im Hintergrund seht ihr unser Camp. Ich bin schon ein bisschen am Zusammenpacken. Sebastian schläft noch, deswegen bin ich auch ein bisschen weiter weggegangen. Die Nacht war gut, war nicht zu kalt. Ich habe ganz gut geschlafen, ich glaube Sebastian auch. Bin natürlich ein paar Mal wach geworden. Einmal ist Rudi aus dem Zelt gerannt, da musste ich natürlich aufstehen. Aber ansonsten alles gut, jetzt packen wir noch gemütlich zusammen und werden uns dann auf den Rückweg begeben.
Ja, Sebastian ist auch wach. Moin. Und wie hast du gepennt? Richtig gut geschlafen. War schön geräumig. Mit der polnischen Zeltbahn mit unserer Kombination. Richtig geräumig. Schön geschlafen. War super. Nicht zu kalt. Nee. War natürlich jetzt kein Härtetest, hat nicht geregnet, Wetter war irgendwie gut, aber ich denke, das wäre auch klar gegangen. Und Ja. es war auch schon kalt, also es war vielleicht so 4 Grad Ja. schätzungsweise. Ja. Wir haben auch schon alles wieder abgebaut, wie man sieht. Klar, die polnische Zeltbahn lassen wir natürlich nicht hier. Wäre auch schade drum. Feuerstelle ist nicht mehr vorhanden. Ihr seht noch ein paar Überreste von der Bank, die wir gleich rausreißen. Auch unsere Reflektorwand für die Feuerstelle haben wir schon abgebaut. Diesen kleinen Windschutz, den werden wir da lassen. Der war zum Teil auch schon da. Das stört nicht weiter. Und ansonsten machen wir gleich hier noch ein paar Blätter wieder hin und begeben uns auf den Rückweg. Ja, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.